Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Und heute möchte ich mit euch in einer weiteren Folge von Heli FAQ klären, wie wird man eigentlich Sponsorpilot? Ja, viele Leute schreiben mich immer wieder an und sagen, Simone, ich will auch Heli-Sponsorpilot werden, ich will unterstützt werden von Firmen. Was bekomme ich da und wie komme ich da überhaupt rein? So, heute möchte ich mit euch dieses Thema klären. Also, um ein Sponsorpilot zu werden, das ist an sich eigentlich gar nicht so schwer. Ihr könnt das durch verschiedene Sachen erreichen. Entweder ihr fliegt richtig gut, also mastermäßig gut. Das ist allerdings der schwierige Weg, weil wer schon mal auf Global 3D oder den 3D Masters war, der wird gesehen haben, dass das Level in den letzten Jahren explodiert ist. Also für mich als Normalsterblich dazu zu gucken, ich denke mir immer wieder, wie viel Zeit müsstest du haben, um das alles zu trainieren? Ich habe sie nicht. Wie gesagt, ich bin ein arbeitender Mensch. Ich hätte niemals so viel Zeit reinzustecken, um so viel Training zu machen. Ja, aber wenn das was für euch ist, wenn ihr den Grip habt und sagt, ich möchte irgendwie Weltmeisterniveau werden, macht das. Das ist die eine Möglichkeit. Ihr fliegt entweder richtig gut auf Wettbewerbsniveau. Die andere Variante, die ich sehr viel schöner finde und die auch ein bisschen einfacher ist, ist etwas zu finden, womit ihr den Leuten im Gedächtnis bleibt. Und das muss gar nicht unbedingt heißen, dass ihr super, mega krass Hardcore-3D-Smacker seid. Es kann auch einfach heißen, ihr habt zum Beispiel eine Musikkür, die totales Gänsehaut-Feeling verursacht. Wenn ihr auf einen Flugtag geht, gebt eure Musik ab und sagt, hey, ich habe eine Flugchoreografie auf Musik und die Leute kommen nachher zu euch und sagen, boah, das hat so toll auf die Musik gepasst, das ist Wahnsinn, super. Das heißt nämlich nicht unbedingt, dass es schwer sein muss. Es reicht schon, wenn es einfach gut passt. Viele Piloten können das nicht mit Musik fliegen. Die können nur mit Musik im Hintergrund fliegen, aber das passt nicht da drauf. Vielleicht habt ihr eine super geile Nachtflugshow. Vielleicht sogar mit Musik und den Blättern oder dem Heli beleuchtet, passend zur Musik. Vielleicht habt ihr einen super tollen Flugstil, der jetzt nicht unbedingt Wettbewerbsniveau hat, aber der aufgrund von irgendeiner anderen Tatsache auffällt. Zum Beispiel bei mir ist es häufig dieses Low-RPM-Gefliege. Das macht mir einfach Spaß und das machen lustigerweise nicht viele Leute. Also das kommt langsam immer mehr, aber als ich damit angefangen habe, hat das eigentlich keiner gemacht und niemand hat geglaubt, dass man den Heli im 3D schön smooth bewegen kann, ohne dass man Wahnsinnsmörder-Drehzahl da drauf fährt. Und es ist halt, mir wird auch immer gesagt, ich hätte einen nachvollziehbaren und schönen Flugstil. Ja, müsst ihr wissen. Also, ich fliege das, was ich fliege, meinen Stil. Und natürlich, ja, weiß ich, ich bin eine Frau und falle deswegen auf. Aber mir ist schon klar, dass ich einen großen Vorteil dadurch habe, dass ich eine Frau bin, aber es tut mir leid, ich habe es mir nicht ausgesucht, dass es so wenig Frauen in diesem Hobby gibt. Ich falle halt dadurch auf, ich kann es nicht ändern. So, was ich damit sagen will, niemand wird Sponsorpilot, nur weil er ein super mega High-Class-Level hat. Ich weiß noch, ich habe am Anfang und leider auch jetzt manchmal noch sehr viel Hate abbekommen von Leuten, die gesagt haben, dass du dich nicht schämst. Du bist nur Sponsorpilot, weil du eine Frau bist. Du kannst überhaupt nicht fliegen. Du fliegst nicht mal ansatzweise so gut wie die Jungs, die bei 3D Masters mitfliegen oder so. Ja, das ist richtig. Ich werde auch niemals auf diesem Niveau fliegen. Muss ich auch nicht. Denn das, was ich mache, damit sind meine Sponsoren so happy, dass ich mein Hobby quasi von selbst finanzieren kann. Es geht ja nicht darum, unbedingt der Beste zu sein, sondern es gibt so viele Möglichkeiten, wie ihr auffallen könnt. Ihr müsst ja immer bedenken, eine Firma möchte ihre Produkte verkaufen. Die suchen sich Sponsorpiloten, um mehr Produkte zu verkaufen. Also, was könnt ihr machen? Ihr könnt entweder auf Wettbewerbsniveau fliegen und dann kann die Firma sagen, gucke mal, dieser Mensch hier hat die und die Titel gewonnen und das, weil er unsere Produkte fliegt. Oder die Firma hat jemanden, der zum Beispiel, sage mal so wie ich, viel auf YouTube macht, viel auf Facebook macht, viel Support leistet, viel einfach präsent ist. Es reicht manchmal schon präsent zu sein und ich versuche immer authentisch zu sein, also natürlich rüberzukommen, ohne abgehoben zu sein, sagen, ja, hier, ich bin Sponsorpilot, guck mich an, ich bin so toll. Bin ich nicht. Ich fliege einen Helikopter. Dem muss man sich bewusst sein. Ich bin nichts Besonderes, ich kann nur Helikopter fliegen. Ja, das ist schwer, aber mein Gott, deswegen bin ich nicht weiß Gott wer. Ich versuche immer authentisch zu bleiben, ich versuche den Menschen zu helfen, ich versuche mich da rein zu versetzen, dass ich weiß, vor 6, 7, 8 Jahren habe ich selbst bei Null angefangen. Mir hat damals niemand geholfen. Ich hatte niemanden in der Familie, der das gemacht hat und mein Modellbaushop vor Ort hat gesagt, du bist eine Frau, das ist kein Hobby für euch.
Geh darüber zum H&M, Klamotten kaufen, damit bist du besser dran. Ich habe alles von null auf gelernt und ich kann mich noch so gut da reinversetzen, wie das für mich war, diese Angst, was falsch zu machen, und ich versuche mich einfach immer wieder in euch Anfänger zum Beispiel auch reinzudenken und euch den Content zu liefern, um zu zeigen, hey, es ist nicht so schwer, du musst nicht der Beste sein, mach einfach das, was dir Spaß macht. Und anscheinend erreiche ich euch damit auch recht gut. Natürlich bin ich auch noch viel unterwegs, was für eine Sponsorfirma natürlich auch noch sehr wichtig ist, dass ihr natürlich nicht nur im Internet präsent seid, sondern im Idealfall auch noch öffentlich präsent. Ihr, die meinen Channel verfolgt, ihr wisst, ich bin jedes Jahr den gesamten Sommer eigentlich fast jedes Wochenende unterwegs. Das heißt, ich benutze all meinen normalen Urlaub von meinem normalen Arbeitgeber, um auf irgendwelche Veranstaltungen zu fahren. Cruise da quer durch Europa und durch Deutschland und ich bin einfach präsent. Ich freue mich immer, die Leute kennenzulernen, mal neue Flugvereine zu sehen. Und ich freue mich wie ein Schnitzel, wenn die Leute danach zu mir kommen und sagen, hey, super, ich gucke deinen YouTube-Kanal, du bist mir voll sympathisch und jetzt habe ich dich mal live gesehen und ist ja toll und kann ich dich was fragen. Da geht mir das Herz auf. Und ich habe so das Gefühl, ich kann das immer so ein bisschen zurückgeben und hoffe, dass das auch mit der Grund ist, warum die Leute sich an mich erinnern und warum die Leute über mich reden. Und wenn Leute über euch reden oder eure Videos gucken oder das toll finden, was ihr macht, dann sind sie ja versucht, auch zum Beispiel das gleiche Setup zu kaufen oder den gleichen Heli, weil sie das bei euch die ganze Zeit gesehen haben oder sehen bei euch ein Setup, was ihnen gut gefällt und sagen, hey, damit kann ich zum Beispiel Low APM fliegen. Da frage ich mal nach, was die Simone da eingebaut hat. Vielleicht kaufe ich mir das Gleiche. Und schon habe ich meine Sponsoren glücklich gemacht. Nicht, weil ich auf Biegen und Brechen versuche, irgendwas zu verkaufen oder meinen Ausschnitt in die Kamera halte, sondern weil ich den Leuten was an die Hand gebe und die Produkte einfach zeige. Also ich mache darauf aufmerksam, guck mal, ich mache das und das damit, vielleicht gefällt dir das ja und die Produkte werden auf dem Markt einfach gesehen und die Leute kaufen es dann und tada, sind alle happy. Ich, weil ich von der Firma ein bisschen unterstützt werde und die Firma ist glücklich, weil die Leute ihre Produkte auf dem Flugfeld sehen und auf Veranstaltungen und weil manche Menschen das vielleicht dann auch kaufen. Also, wenn ihr Sponsorpilot werden wollt, fokussiert euch nicht auf Biegen und Brechen darauf, unbedingt Wettbewerbsmegameister zu werden und alle Titel abzuräumen. Wenn ihr das wollt, ist nichts Falsches dabei. Ich meine, für mich ist es einfach nichts, weil ich weiß, ich habe die Zeit nicht dazu. Aber ansonsten macht nicht auf Biegen und Brechen irgendwas, seid ihr selbst. Guckt einfach in welche Richtung, was euch Spaß macht. Vielleicht macht ihr gerne einen Nachtflug, vielleicht macht ihr gerne einen Speedflug, vielleicht macht ihr gerne Musikkür oder ihr habt einfach einen tollen Flugstil. Hier zum Beispiel Oliver Jellen, begnadeter Speedflugpilot. Der ist auch kein Hardcore-3D-Smacker gewesen, hat aber auch super viele Sponsoren gehabt und wurde unterstützt, weil der halt richtig gut Speed fliegen konnte. Es geht nicht immer darum, der beste Hardcore-Smacker zu sein. Und ganz ehrlich, es geht auch nicht immer darum, irgendwie Sponsorpilot zu sein. Denn was ihr auch nicht vergessen dürft, es ist zwar toll, wenn man unterstützt wird, aber es wird auch einiges von euch verlangt. Ich kann nicht viel machen, solange bis ich irgendwie einen Sponsor endlich habe und sage, yeah, geil, jetzt bin ich Sponsorpilot von XYZ. Oh, jetzt bin ich da drin, jetzt brauche ich nichts mehr machen. Oder jetzt gehe ich nur noch auf eine Veranstaltung pro Jahr. Nee, so läuft das leider nicht. Also niemand wird gezwungen, auf irgendwelche Veranstaltungen zu gehen, aber es wird natürlich erwartet. Also das hoffe ich, ist ja ganz logisch. Und deswegen ist es immer ein Geben und ein Nehmen. Also ihr müsst auch wissen, wie viel Zeit kann ich investieren. Wenn ihr Sponsorpilot seid, müsst ihr wissen, dass ihr im Sommer eventuell jedes Wochenende unterwegs seid. Ob eure Freundin dann am Heulen ist, weil die mit euch Urlaub machen will oder eure Eltern mit euch was machen wollen oder eure Kumpels in irgendeinen Urlaub fahren wollen. Nee, ihr seid dann halt auf einer Heli-Veranstaltung. Ihr werdet dann sehr viele E-Mails bekommen, Tag und Nacht. Ich bekomme ungefähr 5 E-Mails pro Tag mit Support-Anfragen. Kannst du dies, kannst du das, erklär mal so, erklär mal das. Dafür muss man sich Zeit nehmen. Hat auch nicht jeder und hat auch nicht jeder Lust dazu. Und ihr seid natürlich dann auch gebunden, genau diese Produkte zu fliegen. Also den Fehler, den auch viele Leute machen, gerade viele junge Menschen, was ich immer wieder sehe, man ist erst was, wenn man einen Sponsor hat. Vorher ist man ein Nichts. Wenn man einen Sponsor hat, dann ist man der tollste Mensch auf der Welt. Und es ist auch ganz egal, welcher Sponsor das ist. Es gibt sogar welche, die sammeln Sponsoren. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Dann so, ja, guck mal, ich werde unterstützt von einer Steckerfirma und einer Kabelfirma und einer Akkufirma und einer Motorfirma und einer Reglerfirma und einer Haubenschutzfolienfirma. Und
Da denke ich mir dann auch mal, ja Leute, jetzt lasst mal wieder gut sein. Ihr seid jetzt nicht toller, nur weil ihr für jeden Mini-Kram irgendeinen Sponsor habt, sondern ich persönlich, ich fliege die Produkte, hinter denen ich stehe. Also viele von meinen jetzigen Sponsoren haben auch mich angeschrieben. Es ist jetzt nicht so, dass ich dahin bin und habe da gebettelt und habe gesagt, bitte, bitte, bitte nehmt mich auf, ich bin so toll, guckt mich an. Sondern viele Sponsoren sind auf mich aufmerksam geworden, haben gesagt, hey, wir finden das toll, was du machst. Wir haben dich verfolgt auf Social Media und auf deinem Kanal. Wir haben dich ja vielleicht mal live irgendwo fliegen gesehen. Vielleicht haben auch andere Leute von mir erzählt. Das wäre ja das Optimum. Und die kamen dann auf mich zu und haben gesagt, hast du Lust, uns zu repräsentieren? Hier ist dein Vertrag und würden uns freuen, wenn du das machst. Klar, und ich persönlich, und wie gesagt, ich fliege nur die Sachen, hinter denen ich auch stehe. Ihr werdet von mir niemals irgendwas bekommen, wo ich mir denke, das ist der letzte Schrott. Aber ich muss darüber ein Video machen und es den Leuten irgendwie verkaufen. Das kriegt ihr von mir nicht. Ich weiß, das sagen mir manche Leute nach, vielleicht aus Neid, weil sie denken, Wunder, was ich alles bekomme und an Geld verdiene. Jetzt wisst ihr es besser, nämlich nichts. Ich versuche wirklich, die Sachen an euch zu richten, die mir persönlich auch am Herz liegen. Ja, langer Rede, kurzer Sinn. Ich habe wieder viel zu viel erzählt. Also, was muss ich tun, um Sponsorpilot zu werden? Entweder richtig gut fliegen können oder auffallen, präsent sein, Social Media, Internet, Videos, live auf Veranstaltungen. Erstmal machen, bevor man irgendwas will. Sich genau überlegen, habe ich die Zeit, um Sponsorpilot zu sein? Habe ich Zeit, jedes Wochenende unterwegs zu sein? Komme ich damit klar, dass ich trotzdem für mein Material am Anfang bezahlen muss? Nur wenn man Sponsorpilot ist, bekommt man nicht alles nachgeschmissen. Ihr werdet am Anfang ein Junior-Sponsoring haben, wo ihr einfach Prozente bekommt. Ihr seid dann gebunden, genau diese Produkte zu fliegen. Da kann man nicht einfach mal den Akku wechseln zu einer anderen Firma oder einen anderen Motor fliegen oder einen anderen Heli. Nein, ihr seid dann gebunden, nur noch diese Firma zu fliegen. Wollt ihr das? Falls ja, herzlich willkommen im Club. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Macht das, was ihr am besten könnt. Findet raus, was ihr am besten könnt, was euch am besten liegt. Und wenn es das wirklich ist, dann solltet ihr eigentlich kein Problem haben, Sponsorpilot zu werden. Weil wenn ihr euer Herzblut reinhängt und auch Spaß daran habt, eure Freude zu teilen mit anderen Menschen und präsent zu sein, auf Veranstaltungen zu fahren und das vielleicht zu posten, dann sollte der Sache eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Also das ist eigentlich der ideale Weg, wie das Ganze funktioniert. So, jetzt habe ich wieder ganz viel erzählt und viel zu lang erzählt, aber ich hoffe, ich konnte euch trotzdem einen kleinen Einblick gewähren und vielleicht auch ein paar Fragen beantworten. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Wie immer gilt, wenn ihr Ideen habt, worüber ich das nächste Mal aus dem Nähkästchen plaudern soll, dann schreibt mir das unten in die Kommentare rein. Ich freue mich, von euch zu hören. Kann nur sagen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.